Eines der günstigsten und kompaktesten Zoom-Objektive für den Fuji X-Mount ist momentan das Sigma 18-50 f2.8, was mir als Schwabe natürlich besonders gut gefällt. Mit etwas Geduld bekommt man das Zoom schon für 450 bis 500 Euro. Somit also eine echte Alternative zu den Fuji-Kit-Objektiven wie beispielsweise dem 18-55 f2.8 bis 4 oder dem neuen 16-50 f2.8 bis 4.8. Insbesondere wenn man viel unterwegs oder auf Reisen ist, nur ein Objektiv mitnehmen möchte und auf Zoom-Objektive steht, was bei mir ja eher so das andere Problem ist, aber egal, es ist schon ziemlich praktisch. Wie man sieht, habe ich das Sigma mal wieder am Bodensee getestet. Natürlich in Farbe und Schwarz-Weiß und mit dem Everyday-Filter von Polar Pro. Eine Kombination aus Pol- und Mistfilter. Vergleichen kann ich das Sigma nur mit dem alten Fuji, dem 18-55 mm, was ich im Kit mit der X-T4 gekauft hatte. Das neue 16-50 mm von Fuji konnte ich bisher leider noch nicht testen. In puncto Größe, Gewicht und Verarbeitungsqualität unterscheiden sich beide Objektive nicht großartig. Ob das Sigma komplett wetterfest ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Am Objektivanschluss findet man zumindest eine Gummidichtung. Und beim Fuji eher keine. Aber mit beiden hatte ich bisher auch bei feuchten Wetterbedingungen noch keine Probleme. Beide Objektive wiegen um die 300 Gramm und auch größentechnisch unterscheiden sie sich nicht großartig. Weder im eingefahrenen noch im ausgefahrenen Zustand. Das Sigma ist sehr gut verarbeitet und fühlt sich auch sehr wertig an. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Es besitzt einen Zoom sowie einen Fokusring, an denen ich ebenfalls nichts auszusetzen habe. Schön wäre natürlich noch ein Blendenring gewesen und derselbe Filterdurchmesser wie das Fuji. Mit 55 mm ist der Durchmesser somit etwas kleiner. Geliefert wird das Sigma mit einer Gegenlichtblende im Tulpenstil sowie Front- und Rückdeckel. Im Gegensatz zum Fuji hat das Sigma keine Bildstabilisierung und keinen Blendenring. Was man aber auch nicht unbedingt benötigt, da die neuen Fujis ja alle einen Bildstabi haben und man sich durchaus auch daran gewöhnen kann, die Blende mit dem hinteren Einstellrad zu bedienen. Und im Übrigen hat das neue Kit-Objektiv von Fuji auch keinen Bildstabi mehr. Im Gegensatz zum Fuji kommt das Sigma mit einer durchgängigen Offenblende von 2.8 und das hat schon so seine Vorteile. Gerade wenn man wenig Licht zur Verfügung hat oder auch für die, die gerne Porträts im 50 mm Bereich machen. Mit 2.8 bekommt man nicht nur etwas mehr Licht, sondern auch Bokeh. Wie beim Fuji liegt auch beim Sigma die kleinste Blende bei 22. Die Bildqualität würde ich bei beiden Objektiven als ähnlich einschätzen. Wie auch das Fuji kann das Sigma ebenfalls nicht ganz die 40 Megapixel der neuen Sensorgeneration auflösen. Was aber nicht bedeutet, dass man weder das Fuji noch das Sigma an einer X-T5, X-H2 oder X-H2S mit dem 40 Megapixel Sensor nutzen kann oder gar die Bildqualität schlecht ist. Zumindest war ich mit den Ergebnissen durchaus zufrieden und hatte zudem ja auch noch die meiste Zeit den Everyday Filter drauf, der durch seine Mistfunktion die Schärfe ja eher noch etwas herausnimmt. Wer es aber ganz genau wissen möchte, findet auf YouTube sicherlich noch den einen oder anderen Labortest dazu. Für mich persönlich ist das nicht ganz so wichtig, solange die grundlegende Bildqualität und Schärfe in Kombination mit der Bildwirkung vorhanden ist. Und damit wären wir dann auch beim Thema Brennweitenbereich. Im Gegensatz zum Fuji hat das Sigma im oberen Brennweitenbereich 5 mm weniger, was ja bekanntlich im Telebereich nicht so viel ausmacht wie im Weitwinkelbereich. Mit der Range von 18 bis 50 mm ist man auf jeden Fall für fast alle Fälle gerüstet. Zumindest diejenigen, die sich wie ich sowieso immer in diesem Brennweitenbereich bewegen. Und das auch noch bei einer Objektivgröße, die die Kamera nicht allzu auffällig macht, ohne Probleme überall mitgenommen und transportiert werden kann. Man ist leicht und kompakt unterwegs und hat alles dabei.
Der Autofokus funktioniert ohne Probleme sowie im Single-Autofokus als auch im Continuous Mode. Auch bei den Motiverkennungsmodi wie beispielsweise Gesichts- und Augenerkennung oder Objekterkennung hatte ich bisher keine Probleme. Das Sigma fokussiert schnell und zuverlässig. Allerdings ist es wie viele andere Zooms auch nicht das schärfste seiner Art und wie immer muss man abblenden, um noch etwas mehr Schärfe herauszuholen. Die Naheinstellgrenze im Weitwinkelbereich beträgt beim Sigma nur 12 cm. Entsprechend der gewählten Brennweite Richtung 50 mm vergrößert sich diese aber bis auf 30 cm, was aber immer noch besser ist als beim Fuji. Beim Fuji bewegt sich die Naheinstellgrenze zwischen 30 und 40 cm. Wer also auf der Suche nach einem kompakten, lichtstarken Zoom ist, kann aus meiner Sicht mit dem Sigma nichts falsch machen. Man kann es für ein breites Spektrum für Foto und Video einsetzen, was sicherlich viele, die es auch schon getestet haben, bestätigen werden. Mir persönlich gefällt die kompakte Bauweise, geringe Größe und Gewicht sowie die durchgängige maximale Blendenöffnung von 2.8. Was mir nicht so gut gefällt, ist natürlich der fehlende Blendenring und die eventuell fehlende komplette Wetterfestigkeit. Wer aber lieber gerne einen verbauten Bildstabi haben möchte, sowie einen Blendenring, sollte sich das alte Kit-Objektiv 18 bis 55 mm von Fuji anschauen. Alternativ gibt es ja auch noch das 17 bis 70 mm f2.8 von Tamron, was ebenfalls einen Bildstabi sowie eine durchgängige Blendenöffnung von 2.8 hat, aber auch entsprechend größer und schwerer ist. Und seit kurzem gibt es ja auch noch das neue Kit-Objektiv von Fuji, das 16 bis 50 mm. Dieses Mal wetterfest, aber auch ohne Bildstabilisator. Wie immer muss das aber jeder für sich und seine Zwecke selbst entscheiden. Das waren jetzt mal soweit meine Eindrücke vom Sigma 18 bis 50 mm. Die Links zu den Objektiven findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.